Guten Morgen, liebe Scooterfreunde. Heute geht's wieder weiter. Es hat heute schon wieder geregnet, heute früh. Ich musste jetzt ein bisschen warten, dass der Regen aufhört, beziehungsweise weniger wird. Ich bin jetzt aus Funz raus und jetzt geht es hier gleich so wieder ein bisschen über die kleineren Straßen durch die Berge. Hier ist nochmal der Ausblick, da hinten rechts ist Funz. Ja, ihr seht es, die Straßen sind noch ein bisschen feucht. Hat bis vor einer Stunde geregnet. Ja, also heute wird es sehr tricky mit dem Fahren. Entweder ich fahre jetzt 1,5 Stunden, suche mir wieder ein Hotel, dann warte ich den Regen ab bis morgen. Oder ich versuche jetzt irgendwie, ich gucke ständig auf den Regenradar, mich da so ein bisschen durchzumogeln. Also gucke halt genau, wie die Wolkenverläufe sind. Ideal wäre es heute, wenn ich hinter München das schaffe, also über die Alpenregion rüber, dann München, vielleicht Regensburg. Aber wir schauen mal. Also ich mache das jetzt alles so ein bisschen wetterabhängig. Wenn es wieder richtig anfängt zu schütten, dann macht das Fahren keinen Spaß und dann suche ich mir hier irgendwo dann eine Unterkunft. Aber wer weiß, Klopf auf Holz, toi toi toi, vielleicht habe ich heute Glück und kann mich da so ein bisschen durchmogeln. Ja, traumhafte Strecke hier durch die Täler. Also ich habe vorhin mal ein bisschen auf der Karte geguckt. Also allein in der Gegend hier könnte man 3-4 Tage machen. Da gibt es wunderschöne Seen, die man sich anschauen kann. Dann natürlich ein paar schöne Pässe noch zum Fahren. Und wenn das Wetter dann mitspielt und man Zeit hat, wunderschön. Also Österreich werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Vielleicht auch mal mit der Vespa. War ich ja schon mal. Zell am See. So, ich fahre jetzt Richtung Bregenz, Innsbruck und Wetter sieht jetzt gerade richtig gut aus. Ich habe gerade mal geguckt, also bis 12, also noch 2 Stunden bin ich vom Regen verschont und dann muss ich wirklich mal gucken, wie ich das umfahre, weil so schön die Gegend ist, aber so eine Passtour bei Regen möchte ich jetzt mit dem Roller auch nicht machen. Ich habe jetzt noch mal kurz Pause gemacht und die Route etwas geändert. Da hinten seht ihr, da kommt Regen, aber trotzdem wage ich es noch mal und werde noch ein Stück von der Autobahn runterfahren und ein bisschen über die Landstraße fahren. Ich möchte mir noch ein bisschen was anschauen. Hier ist ein schöner See in der Nähe, nicht so weit entfernt. Und dann gucken wir mal, ob ich da unbeschadet durchkomme, weil da braut sich schon wieder was zusammen am Himmel. Ich fahre jetzt hier von der Autobahn runter, da kann ich noch genug fahren, wenn es dann ins Flachland geht, Richtung Berlin. Aber ich bin mal jetzt mutig und schau mal, ob ich jetzt unbeschadet, ohne Regen noch durchkomme. Ich habe jetzt eine kleine Pause am Fernsteinsee gemacht, sehr schön hier, aber ich glaube, das da oben sieht nicht so schön aus, von daher werde ich wenigstens meine Jacke anziehen. Hose brauche ich noch nicht, so stark ist es nicht, außerdem kriegt man auf dem Roller sowieso nicht so viel ab. So, auf geht's, hier rechts ist der See.
Wunderschöne Farbe. Was sagt der Reifendruck? Reifendruck passt. Reichweite 270 Kilometer passt. Ja, schaut euch die Kulisse an hier. Die schneebedeckten Bergspitzen im Hintergrund. Dann diese traumhafte Strecke hier. Ja, also ich muss sagen, Touren mit dem Roller absolut easy. Also mit der Variomatik, das ist sehr entspannt. Kein Schalten, gerade auf diesen Straßen hier, wenn es Serpentinen dann hochgeht oder so, ist es schon sehr angenehm. Gas geben, bremsen, easy peasy. Fahrkomfort ist gut, also wenn die Straßen gut sind, ist es gut. Wenn die ein bisschen holprig sind, ist es halt wie bei allen Rollern, da macht keiner eine Ausnahme. Die Federwege sind halt relativ kurz, dazu kommt, dass die Antriebsschwinge hinten ja komplett, der ganze Motor, alles mitschwingt. Das heißt, die ganze Masse, die da mitbewegt wird, ist natürlich relativ hoch. Fahrkomfort auf guten Straßen ist top. Auf schlechten Straßen, ja, da würde ich mir ein paar Millimeter mehr Federweg wünschen. Aber ansonsten Sitzkomfort toll, Wetterschutz toll, Stauraum super, überall kann man was reinpacken. Das fehlt natürlich beim Motorrad gänzlich. Das heißt, wenn man irgendwo hingeht, muss man immer einen Helm mitnehmen. Hier kann man den unter die Sitzbank packen, 2 Stück sogar. Das hatte ich mit Vanessa auch gemacht, als wir in Südfrankreich waren. Wir haben ja einige Ausflüge gemacht und die Helme sind immer unter der Sitzbank gelandet. Und von daher ist so ein Roller einfach praktisch. Verbrauch, Reichweite, also mit dem kommt man hier knapp 500 Kilometer weit, wenn man Piano fährt. Das ist eine extrem gute Reichweite. Ja, ihr könnt schon sehen, hier ist richtig Verkehr. Das ist der Wahnsinn, von allem auf die Zugspitze schauen. Ja, da vor uns der Ausblick, der ist natürlich auch toll. Leider keine Sonne, dann wäre das wahrscheinlich alles noch ein bisschen schöner. Aber wenigstens regnet es nicht. Es ist nur bewölkt. Da kann ich ja schon glücklich sein. Und die Straßen sind trocken, auch gut. Und vor uns wieder eine schöne Ansicht.
Also was wirklich super ist, zum wiederholten Mal, vielleicht habe ich schon ein paar Mal gesagt, dieses kleine Hebelchen hier, das da, die Feststellbremse. Hier, ich brauche nichts machen und ich stehe jetzt abhängig. Die nutze ich ständig. Das ist so praktisch. Extrem cool. Oh ja, der Regen kommt. Also doch nicht verschont geblieben. So, Deckel wieder zu. Und immer noch dieser granatenmäßige Ausblick. Ja, ich mache jetzt mal eine kurze Pause hier an der Raststätte. Bin jetzt auf dem Weg nach München. Da hinten seht ihr noch die Reste der Alpen. Ganz da hinten, da oben. Schön das Wetter. Da regnet es nämlich und der Regen kommt jetzt langsam hier in die Richtung. Allerdings vor mir, dahin, da sieht noch alles ganz gut aus. Also werde ich mal sicherheitshalber mal auf den Regenradar schauen. Gucken wir mal, hier ist München, da ist Regensburg. Uiuiui, da kommt eine schöne Wetter-Regenfront. Zieht bis hoch nach Nürnberg, 15 Uhr. Gucken wir mal weiter. 18 Uhr ist es dann in München, da müsste ich dann aber schon in Regensburg sein. Dann müsste ich wieder hier lang. Also man kann, hier oben sieht es ganz gut aus. Ja, so kleine Regenwölkchen. Aber wichtig ist, dass dieses Ding ja mich nicht erwischt. Dann würde ich mal sagen, fahre ich jetzt weiter auf der Autobahn noch Richtung München und mache mal einen kleinen Fast Forward. So, erste Etappe geschafft. Ich bin jetzt in München gelandet und quäle mich jetzt hier gerade so richtig schön durch den Freitagnachmittag Berufsverkehr. Ich musste jetzt auch mal mein Regenzeug ausziehen, weil hier ist jetzt gerade Sonne. Und ich schätze mal so 26 Grad, also schon angenehm. So, ich habe mir meine Tasche jetzt auch wieder auf den Beifahrersitz gepackt. Habe ich eine schöne Rückenlehne, es entlastet den Rücken ein bisschen. Bin ja jetzt doch schon wieder 4,5 Stunden unterwegs. Ja, eben kam auf Google eine Warnung, schwere Gewitterwarnung. Es kann zu Problemen auf der Strecke kommen. Oh je. Das hört sich ja nicht so toll an. So, ich glaube, ich habe es geschafft. Das war jetzt wohl
München. Ich glaube, jetzt geht es hier langsam raus. Das Schlimmste habt ihr gar nicht mitbekommen. Das war wirklich von vorne bis hinten Stau. Aber gut, das haben wir in Berlin auch. Freitag ab 1 macht jeder seins. Ja, und für alle Fußballfans hier auf der linken Seite die Bayern Arena. Ach ja, also irgendwie hat mir doch dieser Stau auf deutschen Autobahnen wirklich gefehlt an der Côte d'Azur. Oder auch in den Alpen, in Österreich. Ach so, apropos Wetterwarnung, kam ja eben auf Google sogar. Schwere Gewitterwarnung. Also schaut euch mal jetzt hier rechts den Himmel an. Das sieht ja soweit an sich ganz gut aus, ne? Haben noch ein bisschen Sonne jetzt. So, und jetzt guckt mal hier nach links, was da hinten sich zusammenbraut. Da ist der Himmel schwarz. Nicht schön. Also ich muss jetzt irgendwie versuchen, das hinter mir zu lassen oder vorne wegzufahren. So, ist mal wieder Zeit für ein Päuschen. Muss man wirklich darauf achten, dass man immer ein bisschen in Bewegung bleibt und ein bisschen Gymnastik macht, sonst lässt irgendwann auch die Konzentration nach. Und das ist gut für den Körper, sonst wird die ganze Muskulatur steif. Ich wollte an sich in Regensburg dann vielleicht mir ein Zimmer nehmen, weil bis Berlin ist jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen weit. Das sind jetzt, glaube ich, noch 530. Ich gucke gleich mal. So, gucken wir mal. 530, ja, gut getippt. Wir werden jetzt noch 5 Stunden und 6 Minuten. Puh. Na, wir schauen mal. Ich fahre so lange, wie ich Lust habe. Wenn nicht, gibt es ein schönes Hotelzimmer irgendwo. Also der zieht wirklich gut los, der Sondes 350e, und ich bin jetzt hier im Eco-Modus. Sportmodus 110, 120, 130, 140. Ja, jetzt habe ich die Scheibe hoch, da ist er natürlich nicht so schnell. Der Verbrauch wird natürlich jetzt ein bisschen steigen bei der Autobahnfahrt. Ich schätze mal im Schnitt so 3,5, 3,6 Liter. Als ich da in den Tälern in die Berge gefahren bin, lag er tatsächlich bei 3 Litern. Also da kann man nicht meckern. Tja, ihr seht schon an der Scheibe, am Windschild. Ich war jetzt doch nicht so glücklich. Bin jetzt an Regensburg vorbei. Jetzt hat mich doch eine Husche erwischt, aber das war jetzt nicht so schlimm wie gestern, wo ich da wirklich durch strömenden Regen gefahren bin. So, bis nach Berlin wären es jetzt noch 480 Kilometer knapp. Aber ob ich das jetzt heute noch durchziehe, ich weiß nicht. Ich brauche jetzt bald erstmal eine Pause. Jetzt regnet es ein bisschen mehr wieder. Aber man muss sagen, so ein Scooter, wenn er einen guten Wetterschutz hat, ne, also man guckt euch mal hier vorne an, da ist kein Regentropfen, da kommt nichts durch. Also wenn ich mich jetzt hier hinter kauere, kriege ich nichts ab. Oder wenig. So ein aber auch. Also jetzt ist aus dem Nieselregen doch nochmal ein richtig schöner Regen geworden. Und wie ihr seht ihr kaum was. Doch Pech gehabt. Ich meine, ist jetzt nicht das schlimme Gewitter, vor dem sie gewarnt haben. Das ist wahrscheinlich noch woanders. Aber Sichtverhältnisse nicht mehr so gut. Irgendwie ist auch total dunkel geworden. Dabei ist erst 20 vor 5. 136 Kilometer bis Hof. 460 bis Berlin. Oh, immer noch 460.
Also 16:39. Also noch könnt ihr einen Tipp abgeben, ob ich weiterfahre oder jetzt irgendwo einkehre und das Wetter hier in einem Hotel lieber mir anschaue aus dem Fenster. So, ich fahre jetzt mal runter von der Autobahn. Ihr seht, es hat ein bisschen aufgehört zu regnen, es kommt wieder ein bisschen Licht durch. Ich brauche jetzt dringend eine Pause. Es ist 4:45. Da ist ein Autohof, den nehme ich mal. Oh, aber jetzt brauche ich eine Pause. Jetzt brauche ich ein bisschen Bewegung, jetzt brauche ich was zu essen. Jetzt muss ich meinen Nacken etwas auskurieren. Und muss mal ein paar Meter laufen. Oh. Brotzeit heute. Ah, das hört sich gut an. So, super bleifrei. Oh. Okay, das war nicht schlecht. Und ich brauche dringend mal so einen Liter Wasser oder so. Also ich bin jetzt doch weitergefahren, denn der Regen hat aufgehört. Ich bin aus diesem Regenschauer doch irgendwann rausgekommen und dachte, naja, fahre ich weiter. Dann war ich plötzlich im Hof. Dann wurde das Wetter immer schöner. Da dachte ich, ach Mensch, jetzt fährst du noch ein bisschen weiter. Und jetzt ist es, schauen wir mal, 20:16 Uhr. Naja. Und ich glaube, ich fahre jetzt durch. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, jetzt für 2 Stunden noch ein Hotelzimmer zu nehmen. Ich habe meine Tasche jetzt schön wieder auf dem Beifahrersitz gemacht. Kann mich schön anlehnen. Ja, und guckt euch das Wetter an, wie das gewechselt hat. Wir haben es jetzt 25 Grad, gut in der Sonne, aber vielleicht 23. So, gibt es noch ein bisschen Sonnenfeeling. Oh, sieht doch gleich noch sonniger aus. Ja, Endspurt 20:20 Uhr, also knapp 8:30. Um 9:30 werden es dann 12 Stunden. Aber ich glaube, ein bisschen länger werde ich brauchen. So, schauen wir mal aufs Navi. Noch 206 Kilometer. 1 Stunde 53. Also ich mache noch mal eine Pause zwischendurch. Also ein bisschen über 2 Stunden. Dann bin ich um 10:30 zu Hause in Berlin. 13 Stunden auf dem Sonntag. Von Tirol bis nach Berlin. Und jetzt heißt es nur noch die letzten 2 Stunden Musik anmachen, chillen. Ja, und Bad Schnurrt fährt ohne Probleme. Ganz locker Reisegeschwindigkeit 130, 140. Ja, also wer vorhin drauf getippt hat, dass ich tatsächlich wieder durchfahre, der hat recht gehabt. Aber lag jetzt auch daran, dass das Wetter wirklich besser geworden ist. Ich glaube, bei Regen wäre ich nicht durchgefahren. Das war auch wirklich anstrengend nachher. Aber jetzt sitze ich ganz entspannt, lehne mich schön zurück. Musik läuft. Und jetzt reiße ich noch die letzten knappen 2 Stunden runter und dann habe ich es geschafft. Ja, und der Motor schnurrt und schnurrt. Butterweicher Lauf. Jetzt bin ich im Sportmodus, ich mache mal die Scheibe runter. Geht jetzt ein bisschen bergauf hier. Aber ihr seht, selbst da gar kein Problem. Zieht ganz kräftig hoch auf 140 jetzt. 150 fast. Geschwindigkeit habe ich mit meinem BMW definitiv nicht geschafft. Jetzt 160. Ja, ihr seht, Lenkrad ganz ruhig. Keine Unruhe im Fahrwerk. 164. 165. 66 eben. Ja, kann man nicht meckern.
65 für einen 350er. Also ehrlich, finde ich gut. Jetzt muss ich die Scheibe mal wieder ummachen, dafür muss ich aber langsamer fahren. Sonst ist der Druck auf der Scheibe zu hoch. Die ist ja nun auch noch größer als die Originalscheibe. Also um jetzt einen richtigen Top-Speed-Test zu machen, müsste man mit der Originalscheibe unbeladen fahren. Dann kriegt man vielleicht noch ein paar Kilometer raus. Aber ganz ehrlich, 165 finde ich super. Mit dem 350er läuft. Aber wie gesagt, braucht man jetzt selten. Aber man kann halt, wenn man auf der Autobahn ist, ganz locker mit 130 mitschwimmen. Und wenn man es mal braucht, zieht man dran. Und dann zieht er von 130 jetzt auch ohne lange zu brauchen, ganz schnell 146. Zack, ihr seht weiter 150. Also der Motor ist wirklich durchzugsstark. Ja, und das alles zu einem Preis von 5.500 €. Was soll man dazu sagen? Also Ausstattung finde ich nach wie vor absolut top. Der hat alles, was ich so brauche. Ja, ich muss jetzt nur noch eine Stunde, dann habe ich es endlich geschafft. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. War ja heute sehr ereignisreich, also von schönen Aufnahmen in den Bergen, Drohnenaufnahmen bis hin zu einer Regenfahrt. Die ließ sich leider nicht vermeiden, aber gut, 2 Stunden im Regen ging dann auch. Und jetzt habe ich es letztendlich doch geschafft und guckt euch diesen wunderschönen Himmel an. Die Sonne ist da und keinerlei Regen mehr in Sicht. Das heißt, ich werde jetzt trocken, wie es aussieht da hinten. Sieht alles gut aus. Trocken nach Berlin kommen. Und ja, Bad hat es wirklich super gemacht. Tolle Farben. Mit den Sonnenstrahlen hinten. Wunderschöner Sonnenuntergang. So klingt dann doch die Fahrt sehr schön aus. Und auch auf der Seite hier, guckt euch diese Farben an. Wunderschön. Und auf geht's nach Berlin. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talked for hours and never slept. 2 silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen heute und wenn ja, dann hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann gerne natürlich auch den Kanal abonnieren, das ist kostenlos und hilft der Scuderia-Community und dem Kanal weiter. Ja, und wenn ihr in diesen Tagen fahrt, dann fahrt vorsichtig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, gute Nacht und ciao.